Wie prüft man eigentlich einen Drehstrommotor ohne teure Messgeräte? Bei einem Drehstrommotor oder Servomotor schauen wir uns zunächst mal die mechanischen Gegebenheiten an. Sind irgendwelche Laschen abgebrochen, irgendeine Dichtung undicht, Kontakte beschädigt, ist alles dicht. Lagerschäden spürt man normalerweise, wenn man dreht oder wenn man die Lager axial oder radial belastet. Und besonderes Augenmerk immer auf die Welle, ob es da irgendwelche Korrosionserscheinungen gibt, die den Dichtring kaputt machen könnten oder schon kaputt gemacht haben. Wir beschäftigen uns heute mit der elektrischen Prüfung der Motorwindungen und dazu habe ich ein Messgerät. Und zwar habe ich hier einen Isolationstester, der auch Widerstände bis 40 Ohm mit einer sehr hohen Genauigkeit, nämlich ungefähr 1,5%, ausreichend genau messen kann. Wie jeder Servomotor hat auch dieser 3 Wicklungen, die über diesen Anschluss rausgeführt sind. Wir haben hier den Anschluss U, V und W und das ist der Masseanschluss. Wir beginnen mit dem Masseanschluss, ob der Verbindung mit seinem Gehäuse hat. Das ist der hier, außen, also 0,1 Ohm, das ist völlig okay. Das Messgerät selbst hat das gleiche. Als nächstes messen wir die Wicklungen untereinander. 1,1, 1,1, 1,1. Ist also sehr nah beieinander. Es gibt eine Faustregel beim Drehstrommotor oder Servomotor, also das gleiche. Dürfen die Wicklungswiderstände um 10% voneinander abweichen. Wir sind also voll in der Toleranz. Man muss dazu sagen, dass diese Messung keine 100%ige Aussagekraft hat, aber sind wir außerhalb der Toleranz, hat der Motor definitiv einen Fehler. Als nächstes machen wir noch eine Isolationsprüfung. Dazu unbedingt die Krokoklemmen verwenden, weil wir mit ungefähr 500 Volt messen und der eine auf die Masse, der andere auf einen x-beliebigen Windungskontakt und dann auf Test 513 Volt, offene Leitung. Das passt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen.